und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich meine neue Poolheizung oben auf das Dach meines Holzlagerregals bauen werde. Und zwar werde ich diesmal nicht EPDM-Matten verbauen, wie ich es bisher getan habe, sondern ein Ripprohrsystem, nämlich dieses hier. Dieses Ripprohrsystem wird an diese Sammelrohre angeschlossen, mit verschiedensten Fittingen miteinander verbunden. Das Ganze wird geklebt und nicht nur einfach gesteckt. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, wie ihr euch so eine Heizung zusammenbauen könnt und ob es überhaupt was bringt, dann bleibt dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Nachdem wir unseren Pool umgebaut haben, hat er ungefähr ein Volumen von 24 Kubikmeter an Wasser. Das Wasser muss natürlich erwärmt werden, denn bei 5 bis 10 Grad, die es aktuell hat, mag keiner gerne baden gehen. Zum Heizen reicht natürlich die Sonne, wenn man dann erst ab August ins Wasser springen will, oder man hilft etwas nach, indem man eine Poolheizung baut. Neben elektrischen Lösungen wie Wärmepumpen oder Heizstäben gibt es natürlich auch passive Systeme, die von der Sonne erwärmt werden und das Wasser aufheizen. Ich habe in meinem Poolhaus ein System eingebaut, das bei entsprechendem Sonnenschein automatisch einen Bypass öffnet, das Wasser über die Dächer, die ihr dort hinten sehen könnt, leitet. Dort oben liegen schwarze EPDM-Matten und sobald die Sonne drauf scheint, wird das Wasser in den Matten erwärmt und kommt mit etwa 40 Grad zurück in den Pool hinein. Nach ungefähr 1-2 Tagen kann ich die Temperatur von 10 Grad problemlos auf annähernd 17, 18 Grad heben, so weit wie ich das eben möchte. Diese EPDM-Matten habe ich seit gut 10 Jahren dort oben liegen. Allerdings auf dem ganz linken Regal löst sich die Matten mittlerweile auf. Ich weiß nicht warum. Hier seht ihr mal so eine Matte, das sind diese einzelnen Bahnen, diese einzelnen Röhren, die hier über das Sammelrohr gesammelt werden. Das Ganze kann endlos miteinander verbunden werden, hat eine Länge von 4 Metern. Und dieses System möchte ich nun austauschen gegen ein sogenanntes Rippenrohr. Dieses hier, das sieht mir ein wenig aus wie Elektroleerrohr. Ich habe hier bei der Firma Dolphirip zugeschlagen, ein gutes Angebot bekommen, habe das natürlich selber bezahlt. Das ist hier kein Werbevideo und ich bin gespannt, ob ich das Ganze problemlos installieren kann. Doch bevor ich die neue Heizung auf das Dach aufbauen kann, muss natürlich erstmal die alte Heizung herunter, sprich die EPDM-Matten muss ich deinstallieren. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt und bei der Gelegenheit zeige ich euch gleich, wie ich das ganze System überhaupt installiert habe. Ihr seht hier an dieser Stelle meine Verteilung. Diese beiden Flexrohre liegen in der Erde über 1 Meter tief und kommen vom Poolhaus. Der Vorlauf links, der Rücklauf rechts. Mit einem T-Stück ist das Ganze verteilt worden auf 3 Abgänge für die insgesamt 3 Dächer. Jedes versorgt eine Matte und hier entsprechend die Rückläufe, die ich über die Abstellhähne einzeln einschalten oder abschalten kann. Auf dem Dach sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Ihr seht hier die EPDM-Matten, welche mit den Sammelrohren verbunden sind. Diese Gummischläuche erhitzen sich in der Sonne und erwärmen dadurch das Wasser. Der Zulauf verläuft hier rüberwärts und ihr seht, hier ist bereits Feuchtigkeit zu sehen, weil diese Matten undicht sind. Und was ihr hier seht, dieses Kauderwelsch, diese Reparaturleistung liegt einfach daran, dass diese Matten sich auflösen. Warum auch immer, auf der Unterseite werden diese Matten porös. Und ich habe sie bisher mit diesen Verbindern repariert. Die können in einer fertigen Länge abgekürzt werden, über verschiedene Größen, entweder einfach ineinander gesteckt werden oder eben zusätzlich mit Kabelbindern gesichert werden. Tja, diesen Bereich werde ich jetzt zurückbauen. Die Matten, die noch in Ordnung sind, die ich retten kann, werden auf das 3. Dach aufgebaut. Und dann habe ich wieder insgesamt knapp 24 Quadratmeter an Heizfläche, mit denen ich den Pool automatisch beheizen kann. Die EPDM-Matten, die habe ich vom Dach heruntergeholt. Der Platz ist nun vorhanden und ich kann mich an die Montage für die Solarripprohre machen. Gemeinsam mit dem Opa werden wir die Rohre, diese einzelnen Segmente, zunächst hier auf einer OSB-Platte vorfertigen. Die Platte hat eine Länge von 2,50 Meter und ist somit genauso lang, wie das Dach tief ist. Das heißt, das Maß geht auf jeden Fall auf. Und hier möchte ich euch zeigen, wie die ganze Konstruktion geplant ist. Der Zulauf der Heizung befindet sich auf der linken hinteren Ecke. Bedeutet, der Wasserschlauch kommt von dieser Seite über die gesamte Länge, wird hier eingebunden werden über ein Verbindungsstück, über so ein Teil hier.
Das Wasser läuft dann hier in das Verteilerrohr hinein. Über die Ripprohre wird das Ganze in der Länge bis zu der anderen Seite weiterverteilt. Hier ist das warme Wasser und wird über den Auslass auf dieser Seite wieder in den Rücklauf zurückgespielt. Diese Konstruktion nennt man eine Z-Konstruktion, denn das Wasser läuft unten rechts hinein und oben links wieder raus. Die Alternative wäre eine U-Konstruktion, bedeutet oben links rein, oben rechts aus, das Wasser läuft herunter, rüber und wieder hoch. Denn einige Dinge sollten auf jeden Fall bei der Montage beachtet werden. Unter anderem sollte der Einlauf immer unten sein und der Auslauf oben. Warmes Wasser steigt nach oben und vor allen Dingen auch die Luft steigt nach oben, um das Ding ordentlich zu entlüften. Und im Winter sollte das Wasser abgelassen werden. Deswegen macht es natürlich auch Sinn, einen Abgang unten zu haben. Ich werde hier auf der linken Seite einen Entlüfter einbauen, den ich im Winter öffnen kann. Und hier auf dieser Seite werde ich zunächst dieses PVC-Rohr dazwischen bauen und in der Mitte ein T-Stück. Allerdings kein T-Stück mit 3x50 mm, sondern ein T-Stück, welches auf der Unterseite eine Halbzoll Schrauböffnung hat, wo ich einen KFE-Hahn oder ähnliches einschrauben kann. Und dann kann ich auch dieses Rohr hier unten einfach aufdrehen, den Wasserhahn und entsprechend leer laufen lassen, dass mir im Winter keine Schäden passieren. Die Montage der Endkappen der Rohre untereinander erfolgt über das Kleben. Bedeutet, die Rohre müssen zunächst sehr sauber gereinigt werden mit dem Reiniger, der zum System dazugehört. Danach wird das Rohr jeweils außen als auch innen beim Zusammenstecken verklebt, also mit Kleber eingepinselt, zusammengesteckt. Dann ruht das Ganze ein paar Minuten und dann hält das Ganze schon bombenfest. Die Abstandshalter haben wir jetzt für eine Abstände von 75 cm platziert. Die Rohre werden hier einfach nur eingeklippt und über die Schraublöcher kann ich das Ganze sogar noch auf dem Dach befestigen. Grundsätzlich ist dieses System von Haus aus aber bereits wasserfest. Das Ripprohr, welches ihr hier nochmal aus der Nähe seht, wird zunächst aufgefüllt mit diesen Gummimuffen. Die werden zusammengedrückt und in das Rohr hineingesteckt. Mit dieser Gummimuffe wird dann das Rohr auf das Verteilerrohr einfach nur aufgeschoben, aufgesteckt. Das Ganze geht sehr, sehr straff, aber es hält auch sehr gut. Wichtig ist, für solche Montagen sollte dann auf jeden Fall ein Gleitmittel verwendet werden, um keine Schäden zu verursachen. Das Ganze werden wir jetzt hier einfach mal starten. Ich lasse die Kamera für euch mitlaufen. Ich hoffe, ihr erkennt alles gut. Wenn ihr wissen wollt, wie das im Detail funktioniert, schreibt mir mal unter das Video einen Kommentar. Gehe ich gerne drauf ein. Wenn ihr wissen wollt, wo ich das ganze Zeug her habe, schaut auch mal unter das Video. Dort verlinke ich euch die ganzen Produkte. Und vergesst nicht, mir das Like für dieses Video zu geben. Abonniert meinen Kanal. Unten rechts auf Abonnieren klicken. Und ja, genug geschwätzt. Weiter geht's mit dem Zusammenbau der einzelnen Segmente, die ich dann nach und nach Stück für Stück oben auf dem Dach verkleben werde.
Die Ripprohre wurden mit der Dichtung auf die Verteilerrohre aufgeschoben, sitzen dort nun bombenfest und das Wasser kann durch die Rohre fließen. Nun kommt der spannende Teil, denn die Verteilerrohre müssen untereinander verklebt werden, um eine Fläche zu bekommen, die da oben auf dem Regal ungefähr 2,5 mal 4 Meter abdeckt. Und um euch zu zeigen, wie man diese Rohre miteinander verklebt, gibt es jetzt ein Beispiel anhand einer Endkappe. Ich habe hier dieses Stück, was oben in der Ecke hinkommt. Dieser Bereich hier wird verschlossen werden, denn der Ablauf wird auf dieser Seite sein. Zunächst wird das Ganze gereinigt mit speziellen Reiniger und speziellen Reinigungstüchern, anschließend mit dem Kleber eingepinselt und aufgeklebt. Die einzelnen Segmente können grundsätzlich auf dem Dach zusammengeklebt werden oder ihr klebt sie vorher auf den Boden zusammen und hebt sie in größeren Segmenten nach oben. Wir haben uns dazu entschieden, die Segmente hier auf dem Dach zusammenzukleben, da der Platz nicht sehr groß ist, um hier alles in der Fläche zu bearbeiten. Die einzelnen Stränge seht ihr jetzt hier. Das erste mit der angeklebten Endkappe. Dieses wird dann hier hineingeschoben und verklebt. Das gleiche Spiel dann da unten, Stück für Stück, bis wir hier vorne ankommen. Oben links kommt dann der Winkel zum Auslass für den Rücklauf und hier unten kommt dann der Winkel für den Vorlauf, um das kalte Wasser hineinzulassen.
Die neue Subheizung, die habe ich installiert und den Bypass auch für das dritte Holzlagerregal wieder geöffnet. Das Wasser fließt nun erwärmt in den Pool hinein und Anfang April 2025, das Wetter ist nicht wirklich so gut, haben wir hier Temperaturzuwächse im Wasser von knapp 13, 14 Grad auf am Tagesende 18, 19 Grad. Damit bin ich doch sehr zufrieden. Ihr seht, ein wenig Luft kommt immer noch durch die beiden Düsen hineingeblasen. Die Luft war ja vorher in den Röhren drin gewesen, die muss natürlich erst einmal herauskommen. Ihr seht jetzt hier nochmal im Überblick meine Zuläufe, die Rückläufe und ein Blick auf das Dach. Die einzelnen Rippenrohre sind nicht perfekt verlegt, das gebe ich zu. Ihr seht, an einigen Stellen ragen sie heraus. Da könnte ich aber jederzeit das Rohr wieder herausziehen, könnte ein Segment dort abschneiden, damit das Ganze hübscher aussieht. Aber Hand aufs Herz, es geht um die Funktion. Hier oben muss es nicht schick aussehen. Es soll das Wasser warm machen und es soll stabil hier oben liegen. Apropos stabil. Ich habe diese gesamte Konstruktion einfach nur auf das Dach gelegt. Es ist windfest, bisher gab es keine Probleme. Auf keinen Fall dürft ihr jedoch diese Rippenrohre bzw. die beiden Zuläufe, Rückläufe in irgendeiner Form am Dach befestigen. Maximal die obere Seite darf befestigt werden, denn diese Rohre arbeiten. Bei der Wärme dehnen sie sich aus, im Winter, wenn es kalt wird, ziehen sie sich zusammen. Und wenn ihr diese Rohre hier befestigt an den Positionen, wo sie gerade sind, dann passiert klar eins: Wenn die Rohre dazwischen arbeiten, reißt das Ganze heraus und es kommt zu Schäden. Was kann ich euch noch an Tipps mitgeben? Nun ja, die Art und Weise, wie wir das Ganze zusammengebaut haben, war gut. Sie hat funktioniert, aber ich denke, es ist vielleicht doch besser, wenn man die Rohre direkt an die Sammelrohre auf dem Dach anschließt. Denn ihr seht hier, das Ganze ist nicht in einer Linie geklebt. Das Kleben hinterher, nachdem die Rippenrohre an den Sammelrohren bereits befestigt sind, ist gar nicht so einfach. Denn diese Rohre stehen unter Spannung und der Kleber braucht tatsächlich knapp 10 Minuten, ehe er ausgetrocknet ist. Das bedeutet, die Rohre sauber machen, mit dem Kleber einstreichen, zusammendrücken und dann 10 Minuten stillhalten, damit das Ganze wirklich an der richtigen Position liegen bleibt. Das ist uns nicht immer gelungen und gerade am Anfang, man sieht es auf der anderen Seite, ja, ist dann doch ein bisschen Murks bei rumgekommen, aber es ist dicht und es ist eben nun keine gerade Linie geworden, aber auch damit kann ich leben, denn es ist ein Dach und solange die Satelliten mich da oben in Ruhe lassen, ist mir das gänzlich egal. Nun seid ihr an der Reihe, während ich hier auf diesen Rippenrohren ganz normal herumlaufen kann, um sie zu reparieren, um sie nachzubessern, wie auch immer, denn das funktioniert auch. Ihr seid nun dran und gebt mir doch einfach mal ein Feedback unter diesem Video. Was haltet ihr von diesem Projekt? Was haltet ihr von den Rippenrohren? Habt ihr damit schon Erfahrung gemacht oder seid ihr eher die Fraktion, die vielleicht mit einer Wärmepumpe arbeitet, einem Durchlauferhitzer, oder habt ihr vielleicht noch die EPDM-Matten im Einsatz, wie ich sie auf den anderen beiden Regalen habe? Nun ja, da drüben laufen sie noch und ich hoffe auch recht lange. Gebt mir ein Feedback unter dem Video, wie eure Erfahrungen sind, auf was ihr achten würdet und was ihr mir mitgeben möchtet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn es euch was gebracht hat, gebt mir den Daumen nach oben. Würde ich mich riesig drüber freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Auf Abonnieren klicken unter dem Video, dann verpasst ihr keins der neuen Videos. Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr das ganze Zeug, das ich hier verbaut habe, herbekommen könnt, dann schaut auch mal unter das Video, denn die Produktlinks, die setze ich euch unter das Video wie gewohnt. Ihr könnt direkt nachkaufen, gleicher Preis für euch, eine kleine Provision für mich und meinen Kanal, um diesen Kanal auch weiterhin zu finanzieren und neue Videos für euch zu machen. Ich danke euch an der Stelle für die Unterstützung, freue mich aufs nächste Video mit euch. Ihr seht, da ist noch jede Menge Arbeit zu tun am Pool. Bis dahin, macht's gut. Ciao.